Du musst einfach nur loslassen. Das ist ein Satz, den wohl jede Frau mit Kinderwunsch schon mal gehört hat. Mal vehementer, mal einfach ruhiger. Aber dieser Satz wirft natürlich viel mehr Fragen auf, als er eigentlich klärt. Und was du genau jetzt loslassen sollst, wie du mit solchen Ratschlägen umgehst und wie du mit dem Loslassen umgehen kannst, das besprechen wir in diesem Video. Mein Name ist übrigens Stefanie Zekon und ich bin Kinderwunschcoach. Ich helfe Frauen dabei, die besten Voraussetzungen zu schaffen, um endlich schwanger zu werden und möglichst bald ihr Wunschbaby im Arm zu halten. Wenn auch du deine Voraussetzungen optimieren möchtest, wenn auch du emotional, körperlich und mental so in den richtigen Flow kommen möchtest, dann lege ich dir auch mein Online-Training ans Herz. Das ist völlig kostenlos und den Link dazu findest du direkt unter diesem Video. Jetzt kommen wir aber zu unserer Frage, wie funktioniert das jetzt genau mit dem Loslassen? Sollst du dich von deinem Kinderwunsch verabschieden oder sollst du vielmehr etwas anderes loslassen? Damit beschäftigen wir uns jetzt gleich. Du sehnst dich ja nicht aus Spaß nach einem Baby und es ist ja jetzt nicht so, dass du absichtlich irgendwas tust, um eben nicht schwanger zu werden. Und dieser Satz, lass einfach los, dann klappt schon, ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, weil er sagt dir, du bist schuld daran, wenn es nicht klappt. Es ist aber jetzt so, dass du diese Kontrolle sehr wohl abgeben darfst. Ich weiß, Kontrolle ist das genaue Gegenteil von Angst. Und du weißt nicht, wann dein Baby kommt. Du weißt nicht, ob überhaupt dein Baby kommt. Das heißt, du weißt nicht, wie deine Zukunft aussehen wird. Und das macht natürlich Angst. Vor allem, wenn du dir so sehnlich etwas wünschst. Und um diese Angst irgendwie in den Griff zu bekommen, versuchst du natürlich möglichst die Kontrolle zu behalten über die Dinge, die du kontrollieren kannst. Das heißt, vermutlich beobachtest du deinen Zyklus sehr genau, inklusive Zervixschleim. Vermutlich gehst du regelmäßig zum Frauenarzt und schaust, ob da alles in Ordnung ist. Vermutlich nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und Hand aufs Herz. Nimmst du die wirklich abgestimmt mit deinem Arzt oder Ernährungsberater oder wirfst du da relativ wahllos irgendwas ein, was irgendjemand in irgendeinem Internetforum empfohlen hat? Denn diese Kontrolle, dieser Wunsch nach Kontrolle kann natürlich relativ schnell in irgendeine Art von Aktionismus ausarten. Und das ist nichts Böses und das heißt auch nicht, dass du da an irgendwas schuld bist. Das heißt nur, dass du einfach dir sehnlich etwas wünschst und natürlich versuchst, etwas zu tun, um diesen Wunsch auch irgendwie zu erfüllen. Das ist sehr löblich und es ist natürlich auch klar, dass du etwas tun willst, denn einfach nur sitzen und warten ist natürlich nicht besonders prickelnd, wenn man dauernd das Gefühl hat, man könnte eventuell etwas tun. Fruchtbarkeit hängt allerdings sehr stark mit Empfängnis zusammen und Empfangen sagt es ja schon. Das heißt, du darfst dich auch mal zurücklehnen und einfach annehmen. Das heißt ein bisschen so, wenn dir Yin und Yang etwas sagt, in diesen weiblichen Empfangsmodus gehen. Wir sind momentan in einer Gesellschaft zu Hause, in der es auch von uns Frauen verlangt wird, sehr männlich zu agieren. Das heißt, sehr proaktiv und sehr aktiv zu sein, so ein bisschen aggressiv fast schon. Es ist allerdings im Kinderwunsch wirklich so, dass du auch mal die Zügel abgeben darfst, denn du kannst nicht alles kontrollieren und du darfst gewisse Dinge auch ihrem natürlichen Fluss überlassen. Und du wirst sehen, je mehr du in diesen natürlichen Fluss mitschwingst, je mehr du wirklich in diesen Flow kommst, desto leichter wird es für dich auch erstens dich und deinen Körper und deine mentalen Zyklen kennenzulernen und auch zu empfangen. Wenn wir jetzt also übers Loslassen sprechen, dann darfst du durchaus etwas loslassen, nämlich nicht den Gedanken an dein Baby, nicht deinen Kinderwunsch, darum geht's nicht. Es geht darum, dass du diese Kontrolle so ein bisschen loslässt. Und ganz, ganz wichtig, du darfst auch einen zentralen Gedanken loslassen, der Gedanke, der von deinem Quatschi kommt, nämlich dieses, was ist, wenn es nie klappt? Dieser Zweifel und diese Angst, das alles ist gebündelt in diesem Satz, was, wenn es nie klappt. Und du hast diesen Satz sicher auch schon mal selbst gedacht und der kommt bestimmt immer wieder, wenn du ein bisschen ähnlich tickst wie ich und wie meine Klientinnen. Und du wärst nicht mehr hier in diesem Video, wenn dieser Satz dich nicht so belasten würde. Es gibt unheimlich schöne und sehr kraftvolle mentale Techniken, um mit diesem Satz fertig zu werden, um mit dieser Überzeugung fertig zu werden und das genau ins Gegenteil zu kehren und im Endeffekt in eine Gelassenheit und in eine zuversichtliche Haltung hineinzukommen, in eine Haltung des Vertrauens und das entstresst dich. Das nimmt deinem Körper diesen Überlebensmodus weg. Das heißt, du kommst wieder in einen entspannten Urzustand, in den Zustand, in dem du auch normalerweise sein solltest. Und in diesem Zustand kannst du dann auch empfangen, schwanger werden. Es ist nämlich so, wenn du in diesem Struggeln drinnen bist, wenn du in diesem
Stress drinnen bist, in dieser Angst, dass es niemals klappt, dann bist du in einer Stressreaktion. Und Stress ist eine Überlebensreaktion, die auch dafür ausgelegt ist, dass sie nur kurz dauert und sich dann entlädt. Zum Beispiel, indem du wegläufst vor einem Säbelzahntiger. Wenn du jetzt allerdings wochenlang, monatelang, vielleicht sogar jahrelang in diesem Stressmodus drinnen hängst, dann passiert in deinem Körper natürlich ganz viel, das eigentlich nicht passieren würde und nicht sollte. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass die Fortpflanzung runtergefahren wird. Denn um zu überleben, brauchst du die jetzt mal nicht. Wenn du an dir bemerkst, dass du eben so ein Gedankenkarussell hast, dass du vielleicht sogar Verdauungsprobleme hast, dass du Schlafstörungen hast oder Kopfschmerzen, dass du verspannt bist, dann merkst du genau, dass du eben in so einer Stressreaktion gefangen bist, die es dann wirklich gilt abzuschalten, damit du in diesen Empfangsmodus kommen kannst. Deine Hormone hängen übrigens auch sehr, sehr eng mit deiner mentalen Balance zusammen. Das heißt, wenn du gestresst bist, im Überlebensmodus bist, dann ist es natürlich auch so, dass deine Hormone aus der Balance geraten. Und da geht es wirklich nicht darum, dass du dich vermehrst sozusagen, sondern da geht es darum, dass du möglichst schnell weglaufen oder kämpfen kannst und überlebst. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Hormone betrifft, ist zum Beispiel auch, dass ein ständiger Cortisolüberschuss dazu führt, dass du zu wenig Progesteron im Körper hast. Das ist natürlich absolut blöd, weil es kann natürlich in einer Gelbkörperschwäche enden. Das merkst du in einer verkürzten zweiten Zyklushälfte oder auch an Schmierblutungen vor deiner Periode. Und ohne Progesteron oder mit zu wenig Progesteron wird es natürlich auch schwer, schwanger zu werden bzw. schwanger zu bleiben. Progesteron kommt ja aus dem Lateinischen für die Schwangerschaft, ist das Hormon, das die Schwangerschaft auch erhalten soll. Manche sagen jetzt, vertrau doch deinem Körper. Ja, das klingt super, Vertrauen, aber wie? Das ist ja kein Schalter, den du einfach umlegst. Das ist genauso wie der Entspannungsschalter, den es de facto überhaupt nicht gibt. Aber du kannst daran arbeiten und du kannst es durchaus schaffen, in diese vertrauensvolle Grundhaltung zu kommen. Wie das geht? Ganz einfach, in kleinen Schritten. Das heißt, du kannst nicht von heute auf morgen plötzlich in einem gelassenen und vertrauensvollen Urzustand sein, aber du kannst jeden Tag einen kleinen Schritt in diese Richtung gehen und wenn du einen Tag mal keinen Schritt machst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Es ist eine Reise und eine Reise ist ganz selten einfach nur immer gerade rauf. Du gehst ja auch nicht so auf einen Berg, sondern du gehst in Serpentinen hinauf. Und manchmal machst du vielleicht sogar einen Schritt zurück, um Anlauf zu nehmen und vorwärts zu preschen, um über einen Stein zu springen. Aber genug von den Metaphern. Wie kannst du jetzt also in dieses Vertrauen kommen? Überleg dir mal, was dir gut tut. Hör mal auf dich, auf deinen Körper, auf deine Seele und horch mal wirklich tief in dich hinein und schau, was könntest du brauchen? Was sind die Dinge, die dir gut tun, für die du Dankbarkeit empfindest und die dir helfen, dich einfach runterzuholen? Mach mir davon. Ganz einfach. Das hilft dir auch, Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln und dich selbst wieder besser kennenzulernen. Du kannst auch jeden Tag eine kleine Entscheidung treffen, die ein bisschen die Kontrolle abgibt. Vielleicht entscheidest du dich heute mal nicht in einem Internetforum nachzulesen. Vielleicht entscheidest du dich morgen einmal nicht deinen Zervixschleim oder deine Temperatur zu prüfen. Das heißt, du wirst natürlich diese Gesamtkontrolle immer behalten und es ist auch immer gut, ganz ehrlich gesagt, wenn du einen Überblick hast über deine körperliche Situation und was da gerade passiert. Wenn du dich also kennst. Das hat allerdings nichts zu tun mit einer Überkontrolle. Das heißt, versuch mal da, wo du merkst, du bist vielleicht ein bisschen zu sehr im Kontrollmodus, versuch da einfach schrittweise die Zügel ein bisschen lockerer zu lassen. Du bist kein Roboter, du bist kein Projekt, es ist ein Kinderwunschweg, es ist eine Kinderwunschreise und diese Reise ist ein Teil deiner Geschichte. Deswegen darfst du diese Reise auch durchaus genießen. Sie ist ein Teil deines Lebens und auch deine Lebenszeit ist begrenzt. Wenn du diesen Weg nicht allein gehen möchtest, dann schau dir am besten wirklich mal dieses kostenlose Online-Training an, das ich unter dem Video für dich verlinkt habe. Da findest du meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du in diese Gelassenheit, wie du in diese Zuversicht hineinkommst und so auch de facto wirklich die allerbesten Voraussetzungen schaffen kannst, um endlich schwanger zu werden. Denn es heißt immer nur Körper, Geist und Seele, aber wir denken sehr selten darüber nach. Es ist wirklich so, dass dein Körper alleine durch die hormonellen Verbindungen zum Beispiel sehr eng mit deiner geistigen und seelischen Gesundheit zu tun hat. Und es ist auch irgendwie logisch, wenn du bedenkst, dass du deine Gedanken kontrollieren kannst. Alles, was außen ist, kannst du nicht kontrollieren, aber deine Gedanken schon. Und deine Gedanken machen deine Gefühle und deine Gefühle machen deinen
gefühlsmäßigen Urzustand. Das heißt, bist du gestresst oder bist du entspannt? Das heißt, dadurch, was du denkst, kannst du natürlich auch in einen entspannten Zustand kommen. Und wenn du in einem entspannten Zustand bist, dann kannst du leichter schwanger werden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Schau dir das Online-Training an. Klick auf den Link unten. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Alles Liebe, deine Stefanie.